Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge 99. Ja, das ist richtig. Folge 99. Hallo, liebe Mara. Hallo, liebe Annika. Ich habe ja neulich festgestellt, wenn wir einmal weniger irgendwo Pause gemacht hätten, dann wäre die Folge 99 am 9.3. erschienen. Aber so wird es dann halt das famose Datum für unsere 100. Folge. Andere Leute feiern ja die 100. Folge, das tun wir dann natürlich auch. Aber wir feiern schon auch die 99 ein bisschen, oder? So wie wir es jedes Mal feiern, wenn jemand uns einen Dauerauftrag nicht über 10 Euro, sondern über 9,99 € macht. Ach ja, nein, Ja. sehr schön. Ja, wir haben uns vorgenommen, wir zählen jetzt 99 wunderbare Vögel auf in dieser Folge. Genau. Leider kann man ja nicht mehr singen 99 Luftballons, weil sich Nena auch irgendwohin verabschiedet hat, wo wir nicht folgen möchten. Nee. Aber genau, 99 Vögel. Ich fange an. Kohlmeise. Nein, wir sind schon ein bisschen glücklich. Also 99 Folgen in 3 Jahren. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, Wir haben das. ich finde auch, da dürfen wir uns durchaus auch mal ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, dass wir das so hinbekommen haben. In der ganzen Zeit ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Also einmal in der Fußballwelt, aber dann auch irgendwie so in unserem jeweiligen Leben. Und der Podcast war dann so eine von den Konstanten, die es dann so in unserer Zweierkonstellation hier gab. Und Auf jeden Fall. Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich irgendwie mir den Spaß gemacht, so in eine unserer ersten Folgen noch mal reinzuhören. Und ich glaube, man darf das sagen, wir sind dann so doch auch sehr gewachsen dann nochmal innerhalb. Was soll das denn heißen? War das am Anfang nicht gut oder was? Ja, also ich finde es auch sehr schön und ich hoffe, dass wir noch viele, viele, viele weitere Jahre Becker und Pfeiffer vor uns haben. Und wir hatten auch überlegt, eigentlich hätten wir gerne die 99. Folge ein bisschen größer begangen mit Schabernack und so weiter. Leider ist aktuell immer noch nicht die Zeit für Schabernack, weil zu viele andere Dinge passieren. Das Leben reißt ein paar Baustellen zu viel auf, um noch Schabernack hinzuzufügen. Aber wir werden das irgendwann nachholen. Wir überlegen uns das für eine Folge, die wir jetzt noch nicht verraten. Nicht, dass wir es am Ende so machen wie den Newsletter, den wir schon angekündigt, aber immer noch nicht umgesetzt haben, was ebenfalls mit den Baustellen zu tun hat und in einer tiefer liegenden Schublade unseres Gehirns auch nach wie vor liegt. Also wir haben das weiterhin vor, es wird nur noch ein bisschen dauern. Genau, aber irgendwann, wenn ihr nicht damit rechnet, werdet ihr mit einer Jubiläumsfolge beglückt. Und die nächste und 100. Folge, auch das haben wir ja schon angekündigt, wird auch eine sehr, 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 sehr coole mit 2 wundervollen GästInnen und die wird dann auch, bevor sie ausgestrahlt wird, live zu sehen und zu hören sein bei der Veranstaltung im Rahmen des famosen Ready, Set, Coach Programms, die am 7. März in Berlin steigt. Yes. Aber dann gehen wir doch vielleicht mal ohne weiteres Vorgeplänkel in unsere Fußballwoche, die ja auch immer so ein bisschen Vorgeplänkel vor den eigentlichen Themen ist. Und bei den Themen wollen wir dann mal ganz überraschend heute auf Wolfgang Frank schauen. Und warum, verraten wir euch gleich. Und außerdem auf den DFB-Saisonrekord und darüber hinaus auch noch ein bisschen über das Einkommen von Fußballerinnen. Da gibt's Zahlen, die sind zwar schon 2 Monate etwa alt, aber da wollen wir euch auch noch ein bisschen was dazu vorstellen. Aber Annika, verrate doch gerne erstmal, was du so über deine Fußballwoche erzählen möchtest. Ja, ich habe jetzt so verteilt zuletzt ein bisschen mehr geguckt als so in den ganzen Wochen davor. Also Fußball der Frauen, aber durchaus auch ein bisschen was so im Fußball der Männer. Aber ja, also emotional am engsten mit dabei war ich natürlich wieder bei der SGS Essen. Da gab es am vorletzten Wochenende ja das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, wo
Ja, glaube ich, einfach alle damit gerechnet haben, dass das wieder so eine riesige Klatsche wird, wie das zuletzt häufiger der Fall war, wo man dann ja manchmal schon froh war, wenn es dann irgendwie so mal irgendwie nur ein 2:1 war als Niederlage. Und jetzt haben sie überraschend 1:1 unentschieden gegen Wolfsburg gespielt. Und ja, ein Tor von Ella Towan, die hat ja schon mal eine ganze Weile für die SGS Essen gespielt und ist dann weggewechselt und inzwischen ist sie jetzt gerade eigentlich beim ersten FC Köln unter Vertrag und ist jetzt aber bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Und ja, die hat halt in ihrer ersten Zeit hier häufig auf der Position als linke Außenverteidigerin gespielt. Jetzt gerade ist sie rechts hinten eingesetzt und sie hatte vorher wirklich fast gar keine Spielpraxis. Deswegen ich fand es damals sehr schade, dass sie gegangen ist. Und ich habe jetzt aber wegen der fehlenden Spielpraxis gedacht, ob das jetzt irgendwie sofort dann sowas ist, weiß ich gar nicht. Aber die hat da also reingebuttert direkt in diesem Spiel gegen Wolfsburg. Das fand ich dann, also gemessen daran, gegen wen es da auch ging, schon ziemlich krass. Und ja, hat dann eben auch dieses entscheidende Tor gemacht, ein wunderschönes noch dazu, das dann zu diesem Unentschieden geführt hat. Das hat sich dann ja in dem Moment erstmal so gefühlt wie, wow, krass, das ist jetzt hier so voll der Icebreaker und es gibt denen bestimmt viel Selbstbewusstsein und das hilft in der Tabelle, weil man dann nämlich dadurch für den Moment vor dem HSV stand. Das Blöde war dann nur aus Essener Sicht, dass der HSV dann am selben Tag dann noch gegen Hoffenheim gespielt hat und überraschend gegen Hoffenheim 4:0 gewonnen hat, wo sich auch wirklich alle gefragt haben, was da eigentlich mit der TSG los war. Das war eine ganz merkwürdige Leistung. Für den HSV dann in der Situation natürlich auch sehr cool, weil sie dann auch, also das noch viel größere, überraschende Erfolgserlebnis hatten und dann in der Tabelle sich natürlich wieder nach vorne geschoben haben. Ja, und so war dann jetzt die Ausgangslage vor dem letzten Wochenende, das Essen eigentlich gegen Leipzig schon ziemlich unter Druck stand, weil man eben 3 Punkte Rückstand auf Hamburg hatte. Die haben jetzt nämlich am Wochenende im Nordderby gegen Bremen auch ein 1:1 geholt, also wieder gepunktet. Jena ist für den Moment mal weg, haben 1:5 gegen Nürnberg verloren. Und dann war jetzt eben dieses Spiel gegen Leipzig. Da ist Essen erstmal ganz, ganz früh durch Ramona Meyer in der 2. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Dann haben die Leipzigerinnen das aber gedreht. Es gab sehr viele Fouls in dem Spiel, auch teilweise, also richtig harte Fouls auch, fand ich, so gemessen an dem, was man sonst so sieht, wo es auch irgendwie meiner Meinung nach ein paar gelbe Karten mehr durchaus noch hätte geben können. Also klar, ich bin da biased, aber so wie die Leipzigerinnen teilweise da reingestiegen sind, das fand ich nicht in Ordnung. Und dass dann Trainer Jonas Stephan dann da auch in seiner Coachingzone oder außerhalb seiner Coachingzone, besser gesagt, jedes Mal dann immer noch so rumgemeckert hat, fand ich dann irgendwie auch nicht angemessen dessen, was da passiert ist. Ja, und dann ging das irgendwie so dahin. Eigentlich, also man hat gesehen, so die Essenerinnen, die bemühen sich halt irgendwie noch um einen Ausgleich, aber eigentlich hat sich das für mich nicht so angefühlt, als wenn da noch was passiert, weil das meiste nicht so super gefährlich war. Es gab dann die Einwechslung von Laura Pux, die eigentlich eine Innenverteidigerin ist und jetzt in den letzten Wochen aber schon vermehrt in so einer offensiven Rolle für die letzten Minuten eingewechselt wurde. Ja, also sie ist halt groß und kopfballstark, sie ist aber nicht besonders schnell und so die Pässe, sag ich mal, sind mal so, mal so. Ich in meinem Kopf finde das immer so ein bisschen lustig, weil ich dann immer an diese Geschichte mit Sarina Wiechmann und Millie Bright bei der EM 2022 zurückdenken muss und wie viele Innenverteidigerinnen danach darunter gelitten haben, dass Trainer und Trainerinnen dachten, das probiere ich jetzt auch mal mit Spielerinnen, die vielleicht gar nicht unbedingt in diese Rolle reinpassen. Ja, und dann kam aber diese Nachspielzeit, die war 6 Minuten lang, es war Nieselregen, es gab einen Freistoß aus einer eigentlich absolut ungefährlichen Position und dieser Ball segelte dann halt irgendwie so in den Strafraum und ich konnte gar nicht so genau erkennen, ob jetzt dann am Ende Pux wirklich dran war oder ob Torhüterin Elvira Herzog sich den irgendwie so halb selbst reingefaustet hat. Aber auf jeden Fall war entscheidend, dass Pux halt vorne mit in diesem Gewühl drinne war und zu dem
den Ball hochgesprungen ist und es gab dann noch den Ausgleich. Das war schon ziemlich cool. Ja, also an der Tabellensituation, Abstiegsplatz ändert das jetzt erstmal nichts, aber es sind jetzt 3 Unentschieden hintereinander. Auf jeden Fall, ja, ist es jetzt erstmal eine bessere Serie als diese Niederlagenserie die ganze Zeit. Und ja, wenn man sich jetzt so den Spielplan vom HSV und von Essen anguckt, dann wird es da Wochen geben, wo Hamburg, wenn das passiert, womit man rechnet, wahrscheinlich mal ein bisschen wegzieht. Aber es wird auch Wochen geben, wo die Essenerinnen vielleicht dann auch wieder aufholen können. Und ja, also wenn da nicht eines von beiden Teams irgendwie einen komischen Einbruch hat oder eine ganz krasse Serie startet, dann wird es, glaube ich, entgegen dem, was ich in der letzten Sendung noch gesagt habe, ziemlich spannend werden, so bis zum Ende. Also ja, muss man echt mal abwarten, was da noch so kommt. Auf jeden Fall merkt man, finde ich, ja, dass jetzt so durch diese Punkte also ein ganz anderes Selbstbewusstsein bei den Spielerinnen da ist. Das sagt Trainerin Helene Jacques ja auch. Und ich finde, so immer wenn die beiden gezeigt werden, ich war jetzt diesmal nicht im Stadion, sondern habe von zu Hause geguckt, Jessica Wiesmann und Helene Jacques, so, das scheint so ganz gut zu harmonieren, wie die beiden miteinander umgehen. Und ja, dass dann der Jessica Wiesmann vielleicht auch so ein bisschen für die Diskussionen am Spielfeldrand zuständig ist, während die andere dann ihre taktischen Anweisungen gibt, so. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen. Ist ein bisschen schade, dass es gegen den HSV geht. Die HSV-Frauen nach allem, was im Verein ja in der Vergangenheit da auch vergeigt wurde. Das läuft ja eigentlich auch nicht so schlecht und vor allen Dingen auch vom Publikumszuspruch. Aber also allein hier so Podcast-Herzenmäßig sind wir natürlich alle Essenerinnen, ist ja klar. Ja, aber wie war es denn bei dir? Ach, relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Mainz hatte ja zuletzt das Spiel gegen Dortmund so super bitter und eindeutig verloren, weil sie offensichtlich das Standardverteidigen irgendwie komplett eingestellt haben. Und dann war jetzt am Freitag das Abendspiel gegen den HSV. Ich habe das ja neulich schon mal gesagt, dass ich momentan nicht so viel im Stadion bin aus unterschiedlichen Gründen. Und das Spiel gegen den HSV hat für mich eine sehr hohe Emotionalität. Und ich hatte dann eigentlich vor, doch hinzugehen, aber es ging dann einfach irgendwie nicht. Und ich habe ja oft die Kids im Wechsel von meiner besten Freundin dabei und die Kleine und ich haben das dann zusammen im Bett geguckt mit einer Schüssel Pommes auf den Oberschenkeln. Das war Sehr ganz gute okay. Alternative. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihr aber gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass sie weiß, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, dass man Heimspiele nicht im Stadion guckt, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist und ich sie dann nächste Saison auch wieder bei schlechtem Wetter ins Stadion scheuchen werde. Und sie meinte, ja, okay, alles klar. Nein, das war auf jeden Fall gut. Das Spiel hat mich total geärgert, ehrlicherweise, weil ja, wir haben es ja so untereinander schon ein bisschen davon gehabt, das ist so lustig, dass sich immer so aufgeregt wird über die Schiri-Leistungen bei den Frauen, wenn man sich anguckt, was also für Schiri-Leistungen teilweise bei den Männern abgeliefert werden. Und in dem Spiel war es einfach also eine totale Katastrophe. Davon haben wechselseitig beide Teams in unterschiedlichen Situationen profitiert. Also bei Silas hätte man sicherlich sehr gut Gelb-Rot geben können. Das hat er nicht bekommen. Bei Dominik Kor weiß ich nicht, bin ich ehrlich gesagt bei Urs Fischer. Also da gab es einen Moment, wo man ihm theoretisch hätte Gelb-Rot geben können. Also das wäre eine verdiente gelbe Karte gewesen. Aber die erste gelbe war eigentlich so, naja. Von daher gesehen, also gehe ich da eigentlich nicht so mit. Eine rote hätte es an einer Stelle auch noch theoretisch geben können. Und was aber dann also wirklich einfach total wild war. Das finde ich, sieht man in den Fernsehbildern ja gar nicht so, aber ich verstehe halt nicht, wie der Schiri aufm Feld das nicht sehen kann, ist, dass es 'n Freistoß gab für den HSV und in der Mauer der Mainzer stand halt einfach 'n HSV-Spieler und der muss halt 'n Meter Abstand zur Mauer halten. Das ist 'ne Szene, haben sie hinterher dann auch wieder wortreich erklärt, warum der VAR nicht eingreift. Wo ich mir so denke: „Wie kann das sein, dass das festgelegt ist, dass der VAR da nicht eingreift?“ Also, das ist halt ein
ein Fehler, eine nicht korrekte, Handlung, bei der Torentstehung. Also, alle anderen Sachen bei der Torentstehung werden ja auch durch den, VAR geprüft. Also, auch irgendwie 3 Minuten vorher Handspielfoul oder weiß ich nicht was. Und also dieser Freistoß wäre nicht noch ein zweites Mal reingegangen, aber okay. Also, man hätte sowieso, durch die Ergebnisse vom letzten Wochenende schon nicht die Gelegenheit gehabt, den HSV zu überholen, mit 'nem Sieg, aber man wäre halt, zumindest auf einen Punkt rangekommen. Insgesamt ist es natürlich trotzdem so, dass sich die 05er in den letzten Wochen, also seit dem Trainerwechsel in der Tabelle und auch aufm Feld, schon 'ne ganze Ecke verbessert haben, aber das war nervig. Also, ich hätte das Spiel persönlich sehr gerne gewonnen und es wäre auch gut gewesen für den Verein, wenn man's gewonnen hätte. Und ja, also das mit der Schiri-Leistung, mit der nicht vorhandenen, das ist einfach ärgerlich, finde ich. Und ich habe auch einfach das Gefühl, je länger der VAR existiert, umso ja, schon schlechter wird die Leistung der Schiris Mhm. auf dem Feld, weil man immer das Gefühl hat, es gibt ja noch 'ne Instanz, die mich darauf hinweist, wenn irgendwas nicht okay ist. Ja, ja, ja. Aber das gilt ja halt nicht für alle Situationen. Das ist dann wiederum die Problematik und ja, also Also ich empfinde das gerade als sehr, sehr krass, weil ich ja jetzt wirklich auch nur so vereinzelt, Spiele gucke und natürlich ist dann auch immer die Frage, ob man dann ein Spiel erwischt, wo es dann das ausgerechnet besonders schlecht geleitet hast du wird in oder dem wo Fall besonders viele Fehler passieren, was in dem Fall so war. Ich habe da nämlich auch mit reingeguckt. Aber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, so von den Schalke-Männern Spiele mir anschaue oder manchmal einfach so was mitbekomme, was irgendwie so nebenher läuft und ich setze mich mal ein paar Minuten dazu oder dann sehe ich halt, was, diskutiert wird mhm, an irgendwelchen Elfmeterentscheidungen alleine in den letzten Wochen. Das hat sich schon, finde ich, auch sehr, sehr verschärft und ist ja. einfach sehr krass geworden. Und, du hast es ja vorhin schon angerissen, mich ärgert es dann auch, wenn dann halt so, über die Bundesliga der Frauen so gesagt wird, dass dann so herausgenommen wird, als wie Mhm, schlecht da die Schiedsrichterinnenleistungen sind. Ich finde, es ist keine Frage, dass man über die diskutieren muss und dass da Sachen auch nicht gut laufen, aber es ist ja. halt, finde ich, einfach ein Gesamtproblem von allen SchiedsrichterInnen dann so. Also, dass da, ja, offenbar irgendwie Dinge nicht so gut laufen, wie sie irgendwie könnten. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, genau, und die 05 Frauen, die haben dann, am Sonntag, ihr Spiel gewonnen. Das war sehr schön. Die hatten zuletzt ja ein bisschen 'ne schwierige Phase eigentlich. Also, seit das letzte Spiel vor Weihnachten war ja schon das erste Spiel der Rückrunde. Haben auch vor allen Dingen einfach keine Tore mehr geschossen, was immer schwierig ist, wenn man punkten möchte, und haben sich jetzt aber zurückgemeldet und das hat man ihnen auch angemerkt, also, dass das dann auch so 'ne emotionale Last genommen hat. Das war sehr schön wiederum. Ja. Genau, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Themen der Woche, oder? Ja, das machen wir und, du hast es ja schon, angerissen, dass wir noch mal über Wolfgang Frank sprechen, und, so ein bisschen auch über das Buch, das du da geschrieben hast und, verrate uns doch mal, was der Anlass dafür ist. Genau, wir haben, am Wochenende uns ein bisschen drüber ausgetauscht. Wolfgang Frank wäre am 21. Februar 75 geworden, ist ja leider schon 2013 gestorben. Und, ja, mir ist bei der also, erstens mal ist es tatsächlich so, ich bin ja eh 'ne Person, die eine sehr enge Verbindung mit so Jahrestagen hat. Mhm. Und, genau dadurch, dass ich, bei der Entstehung des Buches ja viel zu tun hatte mit seinen Söhnen und wir uns natürlich eben viel über seinen beruflichen Werdegang, aber eben auch so über dieses, wie das ist, den Vater zu verlieren, ausgetauscht haben, ist das einfach 'n Datum, wo ich dann ja, wo mir das auch immer sehr bewusst ist halt einfach. Also, ähnlich wie, Todestage und Geburtstage von meinem eigenen Vater. Genau, und, der 75. Geburtstag war jetzt dann auch wieder 'n Anlass dafür, dass an der einen oder anderen Stelle, 'n Text über ihn erscheint, wobei ich das Gefühl habe, das sind dann oft Texte, die halt einfach
zu jedem Runden und Halbrunden Geburtstag oder Todestag oder so wieder hochgezogen werden. Und, was mir da halt immer sehr stark auffällt, ja, ist, dass man ihn schon extrem verkürzt auf die Verbindung mit Jürgen Klopp. Mhm. Das ist, glaube ich, 'n erst ein total nachvollziehbares Phänomen. Das ist was ich ganz sicher, auch anfänglich getan habe. Ähm, aber ich würde mir halt für ihn immer wünschen, also für Wolfgang Frank auch nach seinem Tod, über seinen Tod hinaus, dass mehr als das von ihm bleibt. Und das war ja ehrlicherweise auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich habe damals vorher für den Ballesterer 'n Artikel geschrieben. Die Nicole Selmer hatte mich gefragt, ob ich das nicht mal machen könnte, weil er ja auch genau zwischen den beiden Phasen, die er bei Mainz 05 hatte, 'ne, Station in Österreich hatte, wo der Ballesterer ja erscheint. Und, genau, dafür habe ich damals das erste Mal mit dem Basti Frank, mit dem älteren Sohn, gesprochen. Und der hat nach dem Artikel, der sich dann eben also genau mit diesen beiden Mainzer Phasen vor und nach der Zeit in Österreich beschäftigt hat, auch genau das gesagt, dass halt der Blick, auf seinen Vater immer total verengt ist auf, Mhm. diese Zeit mit Jürgen Klopp, also genau. Und was daran ja einerseits interessant ist, ist, dass Wolfgang Frank 'n wahnsinnig guter Fußballer war und darüber wird irgendwie überhaupt nicht gesprochen. Es ist so, als hätte der halt irgendwann angefangen, als Trainer zu arbeiten, aber gar nicht ja, die Geschichte eben es wird gar nicht die Geschichte erzählt, die er als Fußballer geschrieben hat, obwohl das Mhm. halt auch alles sehr spannend ist. Und die Zeit als Fußballer und auch die Zeit dann als Spielertrainer in der Schweiz haben ja sehr stark ihn wiederum geprägt. Also, er war ja total wissbegierig und hat sehr viel so aufgenommen und hatte große Vorbilder. Und auch das fehlt dann irgendwie so. Also, es fehlen irgendwie so die Wurzeln in der Erzählung, aber es fehlt halt auch alles das, was nach der Mainzer Zeit kam und das ging halt noch 'ne ganze Zeit weiter. Und ich habe da manchmal hier in Mainz richtig Diskussionen mit Leuten, weil die dann sagen: „Ja, aber für Mainz 05 hat Wolfgang Frank halt auch ganz besonders was bedeutet und das war bei den anderen Vereinen nicht so.“ Und das stimmt halt nicht. Mhm. Weil, ich habe damals für das Buch ja mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, also tatsächlich mit über 80, was ich im Nachhinein total wild finde. Ich habe also, über 80 Gespräche geführt mit unterschiedlichen Personen, die entweder seine Trainer waren oder seine Mitspieler oder dann später seine Spieler. Und, es gibt keinen Verein und keinen Ort, den Wolfgang Frank so verlassen hat, wie er ihn vorgefunden hat. Er hat wirklich einfach auch durch die Art und Weise, wie er als Mensch war und wie er mit seinen Spielern umgegangen ist, ähm, ja, jeden Raum, in dem er sich länger aufgehalten hat, verändert. Und ich finde das sehr bemerkenswert und ich finde es schade, dass darauf nicht mehr geschaut wird, wenn an ihn erinnert wird, Mhm. weil, der Fußball insgesamt wäre anders, wenn's mehr Menschen gäbe, die so wären. Und das soll nicht heißen, dass es nicht auch Leute gab, die mit Wolfgang Frank nicht klargekommen sind und die gesagt haben: „Das ist mir irgendwie zu sehr“, also, der hatte ja schon auch, ne, viele, Sachen, die er so gemacht hat. Also, erzählen die Söhne auch immer. Der Basti hat ja auch länger mit ihm zusammen gewohnt in Mainz, wie er dann morgens vorm Spiegel stand und seine Sprachübungen gemacht hat und so und sich da irgendwie selber Mut zugesprochen. Da musste man schon auch das musste schon auch funktionieren. Es gab auch Spieler, die gesagt haben: „Lasst mich in Ruhe mit dem Kram.“ Aber ja, er hat halt, 'ne ganze Generation geprägt und natürlich ist Jürgen Klopp derjenige, der halt am erfolgreichsten geworden ist. Aber auch 'n Sandro Schwarz oder 'n Thorsten Lieberknecht, oder 'n Dino Toppmöller, der ja auch bei Eintracht Frankfurt lange sehr gute Arbeit geleistet hat oder. Sind halt alles Leute, die unter ihm, als Spieler waren. Und, genau, also auch in vielen, vielen anderen Vereinen in unterschiedlichen Positionen, nicht nur in der Trainerposition, Mhm. gibt's halt eben viele Menschen, ja, die,
die sehr davon profitiert haben, dass sie Zeit mit ihm verbracht haben. Und ich habe immer so ein bisschen dieses, wenn ich dann so einen 0815-Text über Wolfgang Frank war ein cooler Trainer und hier ist Jürgen Klopp lese, dann denke ich halt so, okay. Genau. Und deswegen haben wir dann, als ich darüber mich mit dir so ausgetauscht habe, beschlossen, wir reden einfach ein paar Minuten im Podcast über Wolfgang Frank. Ja, also weil ich das ja auch weiß, wie viel dir das bedeutet und wie umsichtig und akribisch du sehr, sehr lange an diesem Buch gearbeitet hast. Und ich das auch einfach sehr gut nachempfinden kann, so dass es eben ja dieses Nachdenken darüber gibt, wie erinnern wir uns eigentlich an Personen, also einmal auf einer persönlichen Ebene, aber dann auch auf so einer Öffentlichkeitsebene und eben genau das alles, was du jetzt beschrieben hast, dass es dann oft dieses Phänomen gibt von ja, so Zuschreibungen auf das, was man sich rauspickt, als das war irgendwie der größte Erfolgsmoment oder das ist halt irgendwie so ja, die Person, die gar nicht der Mensch selber ist, die dann am Ende irgendwie so dabei rausgekommen ist, so wie so eine Art Produkt und ja, deswegen. Ja, und also was bei ihm ja auch noch sehr krass ist, finde ich, ist, dass es immer mal wieder auch Texte über ihn gibt, wo Leute so reinschreiben, so er ist gescheitert, weil er es nie als Trainer in die erste Liga geschafft hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn man guckt, wie viele Menschen er stark beeinflusst hat und wo die es hingeschafft haben, dann wäre er wahrscheinlich nach seinen eigenen Maßstäben also überhaupt nicht gescheitert. Und ich würde auch niemals diesen Begriff in Bezug auf ihn benutzen. Und ja, ich glaube generell, aber das führt dann natürlich weg von ihm, aber man sieht das ja auch mit den sozialen Medien und so dieses Ganze, wie umgegangen wird mit dem Tod von Menschen, die eine gewisse Öffentlichkeit halt hatten. Ich denke mir dann oft, man sollte schon auch mal innehalten und sich überlegen, was bedeutet der Umgang, den man wählt, für die Hinterbliebenen. Also ich hatte das beim Schreiben total stark, dass ich eigentlich immer für mich so den Maßstab hatte. Ich versuche, den die Akribie und den Respekt der Person entgegenzubringen, von der ich es mir wünschen würde, dass jemand das machen würde, wenn es mein Vater wäre. So ist das. Ja, danke nochmal für diese Einblicke. Danke Und für die Idee und den Raum. ja, das ist unser Raum. Ja, also falls ihr es noch nicht getan habt und uns zuhört, das Buch kann man natürlich nach wie vor erstehen und auch lesen. Yes, yes. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vorhin ein Versprecher war oder ein Wortspiel. Du hast nicht gesagt DFB-Saisonreport, sondern Saisonrekord. Ja, das war Absicht. Ja, also der DFB-Saisonreport, jetzt hätte ich es auch fast so gesagt, für die. Ich muss dich jetzt ganz kurz ganz hart abwürgen. Wir haben es ja schon beim letzten Mal gesagt, Annika und ich machen gerade einen Ted Lasso Rewatch und wir waren gestern bei der Folge mit dem Scheit in Neining Armer. Daran muss ich jetzt gerade denken. Ja, der DFB-Saisonreport birgt den einen oder anderen Rekord und darüber spricht Annika jetzt mit euch oder für euch. Die hat sich da nämlich reingebuddelt. Ja, also es geht um die Spielzeit 24/25, also die letzte Saison der Bundesliga der Frauen mit 12 Vereinen, so zur Einordnung auch noch ganz wichtig, finde ich. Und das ist dann ja immer unterteilt in so ganz verschiedene Bereiche. Wir lassen jetzt das ganze Sportliche mal außen vor und gucken eher auf so diverse Finanzzahlen und Publikumsentwicklung. Bei den Erträgen ist es so, dass es da eben einen neuen Rekord gibt. Es sind nämlich erstmals überhaupt über 43 Millionen Euro Erträge reingekommen. Das ist eine Steigerung von 36% zur Vorsaison. Da waren es noch 31 Millionen. Wenn ihr uns da schon in den letzten Jahren drüber reden oder schreiben, hören oder sehen habt, dann wisst ihr, dass das immer Durchschnittswerte sind in diesen Saisonreports, wenn es dann um die Vereine geht. Also dass man nicht genau weiß, bei Wolfsburg oder Bayern war es so und so viel und bei Jena oder so war es irgendwie so und so viel.
Also der durchschnittliche Umsatz pro Club sind 3,6 Millionen Euro gewesen. Dann kann man sich denken, wenn sich die Gesamterträge gesteigert haben, dass auch das im Vorjahr durchschnittlich weniger war. Und ja, man kann eben daraus jetzt nicht sehen, wie die Abstände zwischen den Vereinen sind. Also es kann sein, dass es bei einzelnen Vereinen irgendwie eben diese Steigerung war, sehr viel mehr, und bei anderen vielleicht gar nicht so oder halt nicht so die genau gleich große Steigerung. Das so zur Erklärung nochmal. Die Gesamterträge haben sich in 3 Jahren mehr als verdoppelt dadurch. Also das ging immer weiter nach oben. Und die Erträge aus den Spielen, Ticketing und so weiter liegen durchschnittlich inzwischen bei 565.000 Euro pro Club, also etwas mehr über 500.000. Was auch ein neuer Rekord ist. Das waren in der Saison davor 370.000 Euro noch. So, in diese Zahlen fließen dann auch nochmal rein Einnahmen aus der UEFA Women's Champions League und dem DFB-Pokal. Das haben wir jetzt, also ist jetzt aber hier nicht so genau aufgeführt. Und ja, das, wenn ihr euch damit näher befasst habt, kennt ihr das auch schon, dass die Rekorde nicht nur auf der Positivseite sind, sondern oft auch auf der Ausgabenseite. Aufwendung und Ergebnis der Verrechnung mit den Erträgen sehen dann nämlich so aus. Die Gesamtaufwendungen sind bei knapp 70 Millionen Euro insgesamt. Das heißt durchschnittlich 5,8 Millionen Euro pro Club. Das ist eine Steigerung der Ausgaben pro Club von rund 28% gegenüber der Vorsaison. Und wenn ihr bei den Zahlen gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, es gibt wieder ein durchschnittliches Saisondefizit pro Club, was da am Ende bei rauskommt, wenn man das mit den Einnahmen verrechnet. Und das liegt bei 2,2 Millionen Euro minus, die pro Club im Durchschnitt gemacht werden. Ich muss ja sagen, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, dieses pro Club und dass man da keine tatsächliche Aufstellung über die Vereine bekommt, macht's ehrlicherweise fast ein bisschen witzlos mit diesem Saisonreport, weil du kannst halt jedes Jahr wieder sagen, das ist gewachsen und hier ist irgendwie mehr. Aber also man hat ja überhaupt keine Orientierung, wie irgendwie Erfolg und Investition korrelieren und wie Misserfolg und Investitionen und so weiter und so weiter. Also es ist Ja, das ehrlicherweise, ist so. jedes Jahr sitzen wir vor diesem Ding und es wird irgendwie immer absurder, ehrlich gesagt. Also man kann dann natürlich wieder sagen, geil, größere Zahlen als letztes Jahr, aber was soll man denn daraus bitte ablesen? Das ist komplett für die Füße einfach. Ja. Entschuldigung an die Leute, die sich die Mühe mit der Auswertung gemacht haben, aber ehrlich. Ja, also es ist ja auch jedes Jahr immer dieselbe Thematik so. Genau, aber also 2,2 Millionen Euro minus pro Verein. Das waren im Jahr davor noch 1,9 Millionen Euro minus pro Verein. Also das wird dann ja in dem Report und auch so in vielen von den Medienbeiträgen, die man sieht, dann immer so geframed als so, ja, die Investitionen steigen und das ist gut und das ist auch sicherlich so, aber man muss eben gleichzeitig auch einordnen, dass dadurch dann bei den Männerlizenzvereinen dann ja auch die Abhängigkeit eben wächst von dem, was da so im Gesamtverein rübergeschoben wird. Und das ist ja auch das, was gerade halt da so groß diskutiert wird mit dem FBL e.V. und so, wie es weitergehen kann mit einer Eigenständigkeit, dass das eine unabhängigere Finanzierung sein kann in Zukunft vielleicht mal. Und da kommen wir nämlich später auch nochmal dazu, wenn wir über den VfL Wolfsburg und Ralf Kellermann sprechen. Also, weil da ist nämlich ja jetzt gerade auch die Geschichte, ne, mit dem mal wieder drohenden Abstieg der Männer, wo man dann auch nicht weiß, Stichwort Abhängigkeit, was würde das für die Frauen und für die Investitionen in die Frauen bedeuten? Von daher gesehen, wie du sagst, die Investition an sich ist natürlich schon wichtig, aber die hängt ja auch immer an bestimmten Faktoren, die im Zweifelsfall die Frauen mit ihrem eigenen Erfolg auch überhaupt nicht beeinflussen können. Und das ist halt schon eine Problematik. Ja.
Ja, nur um das einmal so gesagt zu haben, aber ich denke, allen, die uns zuhören, ist es auch bekannt, dass eben die SGS Essen der einzige verbliebene reine Frauenverein im Oberhaus ist. Wobei ich dafür immer wichtig finde anzumerken, Carl Zeiss Jena, da sind die Männer aktuell ja auch in Anführungsstrichen nur in der Regionalliga, und es gab einen Bericht aus dem letzten Jahr, dass es eben da nicht so ist, dass die Männer die Frauen mitfinanzieren, sondern umgekehrt, aus verschiedenen Gründen. Also weil dann eben da die Erträge aus der Bundesliga der Frauen größer sind als das, was da in der Regionalliga rausgesprungen ist, so. Und das ist dann also auch was, wo man, finde ich, immer diese Anmerkung oder diese Fußnote noch dahinter machen muss, weil man dann nicht sagen kann, ah ja, aber Jena ist jetzt irgendwie so viel besser gestellt. Also sicherlich gibt's da dann irgendwie nochmal andere infrastrukturelle Voraussetzungen als jetzt vielleicht bei der SGS, aber ja, muss man irgendwie immer so mit in die Bewertung reinziehen, finde ich. Kommen wir dann mal zu Personalkosten oder Gehältern. Das durchschnittliche monatliche Grundgehalt einer Spielerin liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Das waren im Bericht davor noch rund 4.000 Euro. Da haben wir es natürlich auch genauso wie das mit den Vereinen, dass es diese Schere gibt, die aber eben nicht, also von der man weiß, sie ist da, aber man kann sie eben nicht anhand von Zahlen festmachen, weil so transparent ist es dann nicht. Und da, sorry, wenn ich nochmal reingrätsche, finde ich es ehrlicherweise, geht's fast ein bisschen in Richtung fahrlässig mit diesem Durchschnittswert, weil das dann teilweise nämlich so aufgegriffen wird ohne eine Einordnung. Ja, und dann liest du in Texten, im Schnitt verdient eine Fußballerin 4.500 Euro im Monat, und dann sagt nämlich irgendwie Thekengünther wieder, ja, und wo ist das Problem? Also die verdient mehr als ich und das für das Gekicke. Und aber die Tatsache, wie viele Leute halt eben nach wie vor überhaupt nicht leben können von dem, was sie bekommen, weil es halt eben weil es so eine Spitze, aber eben auch einen Bodensatz gibt, das kommt aus den Zahlen halt überhaupt nicht raus. Ja, genau. Ja, wie ihr wisst, es gibt nach wie vor die Diskussion über die Einführung eines Mindestgehaltes, die jetzt aber ja auch erstmal nicht weiter vorangekommen ist. Aber da sind es dann eben auch Vereine wie Essen oder Jena, wo eben ja auch bekannt ist, dass ein Teil oder ein Großteil der Spielerinnen eher so einen Halbprofi-Status hat und nebenher arbeitet oder noch irgendwie andere Sachen macht. Und bei anderen Vereinen ist es dann häufig auch so ein bisschen nach der Altersstruktur gestaffelt, also so, dass es dann vor allem die jungen Spielerinnen sind, bei denen das so ist. Wenn wir dann auf ZuschauerInnen und Medien gucken, da war es so, dass es einen leichten Rückgang gab bei der Zahl der GesamtzuschauerInnen über die 22 Spieltage, also weil in der Saison 23/24 kamen knapp 380.000 Leute in die Stadien, ist jetzt so ein bisschen aufgerundet. Und in der Saison, um die es jetzt hier geht, 24/25, da waren es eben knapp 355.000. Also es ist jetzt kein riesiger Rückgang, aber schon einer, der sich dann bemerkbar macht, eben so ein paar Tausende. Zumal, wenn man denkt, dass ja die Highlight-Spiele weiter zunehmen, und also wenn man sich mal den Spaß machen würde, die Highlight-Spiele rauszurechnen, um zu gucken, was eigentlich an so einem regulären Spieltag irgendwie im Stadion passiert, dann wären das schon wieder ehrlicherweise relativ traurige Zahlen. Ja, es gibt dann ja auch immer den Vergleich zu anderen europäischen Ligen. Der Schnitt pro Partie in Deutschland sind 2.692 Menschen pro Spiel. England wird geführt mit 6.658. Spanien mit 1.658 und Frankreich mit 1.478. Also ja, England irgendwie klar an der Spitze, und dann kommt mit relativ weitem Abstand dahinter Deutschland und dann ja nochmal, also nicht ganz so großer Abstand, Spanien und Frankreich. Es gab 32 Free-TV-Spiele,
die durchschnittlich 370.000 ZuschauerInnen angelockt haben. Das Spitzenspiel Wolfsburg gegen Bayern lag bei 1,87 Millionen, woran man dann auch sieht, dass es eben zwischen den Partien, die da ausgewählt werden, dann teilweise doch größere Unterschiede gibt. Insgesamt ist es aber wohl so, dass es steigende Quoten bei The Zone und Magenta Sport gab in der Spielzeit. Ja, das ist jetzt erstmal so das, was wir an Zahlenwust so für euch rausgesucht haben. Wir verlinken euch natürlich auch die Pressemitteilung und nochmal den Bericht insgesamt, also weil der ist öffentlich, das ist ein E-Paper, das kann sich jeder und jede von euch anschauen, wenn ihr das mögt. Mara hat die Einordnung vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen, dass es eben so ein bisschen so täglich grüßtes Murmeltier ist. Also es ist, denke ich, sicherlich gut, dass abgesehen von den ZuschauerInnen alles irgendwie so weiter nach oben geht und da jetzt nicht irgendwie so voll die Bremse getreten wurde. Da bin ich ehrlicherweise so ein bisschen gespannt, wie das dann jetzt für diese Saison im Nachhinein aussehen wird, gerade mit den ganzen Diskussionen und im Ligaverband und so, was da gerade alles passiert und läuft, weil das ja unterschiedliche Dinge zur Folge haben kann. Also es kann ja zur Folge haben, dass manche sagen, okay, wir investieren jetzt erst recht und es sind eben auch Vereine, die da ordentlich reinballern, in die Liga gekommen mit Union zum Beispiel. Aber es kann eben ja auch eine Vorsicht zur Folge haben, dass dann andere Vereine wiederum sagen, wir wissen jetzt nicht, vielleicht kommt das Mindestgehalt und unser Budget ist aber so und deswegen gucken wir mal irgendwie lieber, dass wir uns darauf vorbereiten, falls das eingeführt wird, dass wir das dann auch mitgehen können so und jetzt nicht alles, was reinkommt, dann auch direkt woanders wieder verplanen. Also ja, da muss man mal sehen. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass nach der EM in der Schweiz dann der ZuschauerInnen-Schnitt wieder ein bisschen ansteigt. Das ist ja schon häufig so, dass nach dem Turnier wieder ein paar Leute extra rübergeschwemmt werden. Aber das finde ich schon krass, das ist ja nicht trivial, was sich da an ZuschauerInnen verändert hat. Ein Rückgang um irgendwie knapp 25.000 bei den Zahlen, die man hat, ist schon nicht wenig einfach. Ja, ich denke auch, dass es jetzt wahrscheinlich, also man muss dann natürlich sehr genau schauen, ne? Es sind dann ja mehr Spieltage und 2 Vereine mehr und dann sind es eben ja auch 2 Vereine mehr in der Liga, die jetzt eben dann auch in großen Stadien spielen und sich ja auch bemühen, da ihre Fanszenen zu aktivieren und so weiter. Aber bei den, dann müsste man wahrscheinlich eigentlich gucken, wie man das auftrennt mit den bestehenden Vereinen, was dann davon der Durchschnitt wäre oder so. Ja, ich meine, es wird auf jeden Fall so sein, dass es zahlenmäßig dann mehr ist. Ja. Allein eben dadurch, dass in Berlin und in Hamburg regelmäßig ein paar tausend Leute im Stadion sind. Es ist schwierig. Also wie gesagt, ich finde, viele von diesen Zahlen haben nur einen sehr geringen Wert tatsächlich. Da bräuchte man halt irgendwie intensivere Vergleiche. Aber das wird sich nicht ändern tatsächlich. Von daher gesehen müssen wir mit dem arbeiten, was es gibt. Und dass es überhaupt Zahlen gibt, also das soll ja auch nicht untergehen, ist ja schon mal gut. Ja, es ist trotzdem immer eine Veröffentlichung, auf die ich so Anfang jeden Jahres immer drauf warte, wann die kommt, weil das immer ganz cool ist, finde ich, dann nochmal so diesen Überblick zu haben, auf jeden Fall. Auch wenn sie diesmal im Spam-Ordner gelandet ist. Weil der Absender irgendwie geklemmt hat. Ja. Aber genau, du hast dankenswerterweise dann noch was anderes zusammengetragen, was ich dann jetzt vielleicht mal hier vortrage. Und zwar haben wir von Corinne, liebe Grüße an dieser Stelle, nochmal einen Hinweis darauf bekommen. Das ist uns in unserer sendungsfreien Zeit tatsächlich durchgeflutscht, dass es von der FIFPro eine Women's National Team Play Survey gab, also eine Umfrage und dazu verlinken wir euch einen Kommentar, den die ehemalige finnische Nationaltorhüterin, jetzt scheitere ich wieder an dem Namen und die Annika grinst schon, also sie heißt Paula und ist bestimmt super nett und hat auch einen Nachnamen. Die hat jedenfalls was dazu geschrieben. Möchtest du es sagen? Paula Millioja.
Okay, gut. Vielen herzlichen Dank. Ich entschuldige mich also wirklich aufrichtig dafür, dass ich mit Namen so fürchterlich schlecht bin, aber ich kriege da vor lauter Flattern, ich könnte das falsch machen, kann ich es dann einfach gar nicht. Also die hat jedenfalls auf der FIFPro-Seite nochmal einen Kommentar dazu verfasst und dadurch ist das ganze Thema nochmal hochgeploppt und eigentlich ist es auch ein bisschen erstaunlich, der Veröffentlichungszeitpunkt, also weil ich habe es auch nirgendwo groß in den Medien irgendwie mitbekommen, dass es Thema gewesen wäre. Und es ist ja eigentlich schon, also nicht eigentlich, es ist sehr, sehr wichtig. Die Hauptkennzahl ist 49% der Nationalspielerinnen weltweit, die 2025 an großen internationalen Turnieren teilgenommen haben, also das ist ja dann schon die absolute Spitze, verdienen weniger als $10.000 pro Jahr mit Fußball. 49% der Nationalspielerinnen, die 2025 an großen internationalen Turnieren teilgenommen haben, verdienen im Jahr weniger als $10.000 mit Fußball. Das sind aktuell umgerechnet keine 8.500 Euro. Und das ist schon eine richtig krasse Zahl, finde ich. Die FIFPro hat 2025 zwischen August und Oktober 407 Nationalspielerinnen aus 41 Ländern zu ihren Gehältern und Arbeitsbedingungen befragt. Erstmal also Chapeau an FIFPro, sehr wichtig, solche Zahlen zu erheben. 2/3 der Spielerinnen verdienen weniger als $20.000 pro Jahr, das sind 17.000 Euro, wobei fast 1/3 von ihnen Angaben zu Einkünften zwischen 0 und $4.999 macht, also 4.250 Euro im Monat. 1/3 der Nationalspielerinnen verdienen zwischen 0 und 4.250 Euro. Nur eine kleine Minderheit erreicht überhaupt höhere Einkommensklassen. 25%, also jede Vierte, haben einen Job außerhalb des Fußballs, was bei den Zahlen ja auch nicht weiter verwunderlich ist, weil von irgendwas müssen die ja leben. Zu der prekären Lage kommt noch dazu, dass 1/3 der Spielerinnen einen Vereinsvertrag von weniger als einem Jahr Laufzeit hatte und 22% überhaupt keinen Vertrag. Also da gehst du jeden Morgen arbeiten und weißt eigentlich nicht, ob du am Ende des Monats auch Geld dafür bekommst. Andererseits ist es ja teilweise auch kein nennenswertes Geld. Obwohl das Einkommen einiger Spielerinnen gestiegen ist, zeigt die Umfrage, dass es für die meisten Spielerinnen an finanzieller Sicherheit mangelt. Und das ist halt eben genau das Thema, was wir gerade bei dem Saisonreport hatten. Das kann man daraus halt überhaupt nicht ablesen. Also wie ist da die Situation in Deutschland? Steigt da der Durchschnitt, weil an der Spitze immer bessere Gehälter gezahlt werden? Bei den Spielerinnen, die teilweise auch aus dem Ausland geholt wurden, muss man davon ja schon ausgehen. Aber was ist eigentlich mit der Masse der Spielerinnen? Können die irgendwie davon leben und wenn ja, wie? Und Vereine bleiben die dominierende Einkommensquelle für Spielerinnen, gefolgt von Zahlungen der Nationalteams, aber eben jede vierte Spielerin ist auf zusätzliche Beschäftigung außerhalb des Fußballs angewiesen. Ja, also das sind schon ehrlicherweise, einerseits sind die Zahlen nicht wirklich verwunderlich, finde ich, und trotzdem ist es erschreckend, das auf die Art und Weise nochmal zu sehen. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass das so überhaupt kein nennenswertes Medienecho hervorgerufen hat. Ja, ich finde, es ist halt sehr viel immer so dieses, wenn es eine positive Entwicklung gibt oder etwas, das nicht nur rein positiv ist, aber man kann es positiv interpretieren, dann wird das, finde ich, so bei Instagram hauptsächlich, dann sieht man da immer sehr viele Kacheln, auch von ganz unterschiedlichen Stellen dazu, weil man halt so, ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen diesen Stolz hat von wegen so, hier, guck mal, es geht voran und unser Sport der Frauen, unser Fußball der Frauen ist irgendwie so viel wert und es geht irgendwie nach vorne und da steckt halt immer so ein bisschen dieses dahinter, so auch das so beweisen zu wollen, dass es eben diese positive Entwicklung gibt, so entgegen aller sexistischen Kommentare und Nörgeleien, die es da so gibt und so. Und ich verstehe so ein bisschen diese Grundhaltung, aber es ist ja schon ein Fehler, wenn dann eben sehr, sehr eindeutige und klare, eben ja eher negative Zahlen dann nicht auf die gleiche Art und Weise diese Aufmerksamkeit bekommen, weil das nun mal eben die Realität ist. Und es bringt ja auch niemandem was, wenn man jetzt dann halt immer nur auf die Spitze schaut, egal ob das jetzt die Spitzen einer Liga ist oder eines Kontinents oder wie hier jetzt eben weltweit betrachtet auf Nationalspielerinnen gesehen, weil man alle anderen ja auch mitdenken muss, so wenn es halt eben eine nachhaltige Entwicklung sein soll. Also da geht's ja letztendlich einfach um Fairness auch dann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass es teilweise fast so ist, dass wenn man dann halt diese negativen Themen, so wie wir es ja hier regelmäßig machen, bespricht, dass es dann Leute gibt, die das so ein bisschen lesen als, da wird nicht genug irgendwie mitgefeiert, was es an Errungenschaften, Mhm. von Frauen im Sport gibt. Darum geht's gar nicht. Also, ich glaube, es gibt niemanden hier, der sich nicht, rund um die Olympischen Winterspiele mega daran erfreut hat, was für grandiose Geschichten Sportlerinnen da geschrieben haben. Also I'm all there for it, Annika genauso. Das war ganz, 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 ganz toll. Mhm. Aber auch da wäre eigentlich die journalistische Nachaufgabe, sich anzugucken, wie sieht's eigentlich in den Sportarten insgesamt aus, wenn man die Spitze halt verlässt. Und im Fußball ist das halt ein Thema, also das ist prinzipiell im Sport ein Thema und das ist natürlich auch ein Thema im Fußball der Männer, aber im Fußball der Männer ist halt die Spitze dermaßen wild, dass halt auch die Leute am Bodensatz in der ersten und zweiten Liga halt 'n super Auskommen haben. Und für die Frauen gilt das halt einfach nicht. Gut, kommen wir doch mal zu den Blitz-News, liebe Annika. Möchtest du uns mal erzählen, was Ralf Kellermann mutmaßlich vorhat? Ja, genau. Wir fangen einfach erstmal ganz nüchtern mit dem an, was aktuell gemeldet ist. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist es nämlich so, dass Ralf Kellermann den VfL Wolfsburg wohl im Sommer verlassen soll. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Die soll aber wohl im Laufe der Woche erfolgen. Kellermann soll seinen Abschied als Direktor Frauenfußball des VfL gegenüber den Wolfsburgerinnen in der Kabine nach der 1:4 Niederlage gegen Bayern München mitgeteilt haben. Sehr weirder Zeitpunkt. War das irgendwie abhängig vom Ergebnis oder hatte er das so oder so vor? Ja, keine Ahnung. Also dadurch, dass es eine Niederlage ist, sieht es halt irgendwie auf jeden Fall unglücklich aus, wenn es so gewesen sein sollte. Und ja, es wird berichtet, dass er eben wohl eine Herausforderung außerhalb Deutschlands suchen könnte. Also Chelsea wird da unter anderem an mehreren Stellen genannt. Und ja, es wäre ein Abschied nach sehr, sehr langer Zeit, 18 Jahre bei den Wolfsburgerinnen, angefangen als Scout, dann war er ja zwischendurch Trainer, Manager und dann jetzt eben Direktor für diesen ganzen Bereich. Und ist eigentlich, also finde ich, wenn man so über die Bundesliga der Frauen nachdenkt, ja, so jemand, der nicht so wirklich wegzudenken ist aus der Liga und dann aber eben auch vom VfL Wolfsburg. Und ja, es könnte, wenn es so kommen sollte, dann für die Nachfolgeregelung auch schwierig sein, diese Lücke zu füllen. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie auf der Hand liegt, wer das, übernehmen könnte. Es gibt auch also einige Presseberichte, in denen zu Recht darauf hingewiesen wird, was bei der Gesamtsituation im Verein erstmal überhaupt nicht klar ist, wer überhaupt diese Aufgabe innehat, eine Nachfolgeregelung zu treffen. Außerdem, das ist das, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, ist natürlich in Wolfsburg die große, große Frage, was passiert überhaupt mit den Frauen, was die Finanzen angeht? Sollten die Männer diesmal tatsächlich absteigen? Ja, und, es ist, wie du sagst, also, er hat natürlich, jetzt fast 2 Jahrzehnte diesen Verein nicht nur geprägt, sondern auch den Fußball der Frauen. Und, man kann von Wolfsburg jetzt, als Werksclub und so weiter halten, was man möchte. Aber, natürlich ist es so, dass da im Bereich Fußball der Frauen viele, viele Dinge angegangen wurden, bevor sie irgendwo anders angegangen Mhm. wurden. Also, wenn man auch alleine mal auf das, eigene Stadion schaut beispielsweise, was sie halt haben. Und ich finde es so krass, dass man an dieser Causa jetzt aber auch sieht, wie mittlerweile auch im Fußball der Frauen teilweise die Fans unterwegs sind. Also, weil als die Meldung das erste Mal aufgeploppt ist, gab es echt teilweise so Leute, die sich dann über die aktuelle Transferperiode aufgeregt haben und unter anderem gesagt also, von einem habe ich 'n Kommentar gelesen, der hat geschrieben, der hat 'ne Spielerin gesucht, Quatsch, der hat 'ne Spielerin geholt, die seit Monaten verletzt ist und eine, die im Topspiel patzt.
mir so gedacht habe. Also Ja. darauf jetzt dann irgendwie Ralf Kellermann zu reduzieren nach knapp 20 Hm. Jahren ist schon sehr interessant. Ich meine, last time I checked hat der beispielsweise auch eine Alexandra Popp zum VfL Wolfsburg geholt, die nicht wenig dazu beigetragen hat, was der Verein also in seinen erfolgreichsten Zeiten gemacht hat und so weiter, internationale Transfers und so weiter. Also natürlich kann man und muss man immer die guten und die kritischen Themen bei einer Person beleuchten. Aber also jemand, der jetzt auf die Idee kommt, Ralf Kellermann abzusprechen, dass er sehr viel für den Fußball der Frauen in diesem Land getan hat, das finde ich schon relativ steil. Yes. Ja, wird auf jeden Fall spannend, ob er tatsächlich eben im Vereinsfußball bleibt und da irgendwie international was macht oder ob er vielleicht irgendwas ganz anderes vorhat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er vielleicht am Ende sogar irgendwie rund um die FBL auftauchen wird. Hm. Wer weiß, ja. Ich meine, da also muss ja auch irgendwie weiter gedacht werden. Da brauchst auch Leute, die tatsächlich dann Dinge planen und vorweggehen und eine Vision entwickeln können. Ja, und halt auch einfach schon sehr, sehr lange in diesem Bereich unterwegs sind und Ja. nicht einfach mal so von ihrem Hauptverein irgendwie kurz rüberrutschen auf den anderen Platz, um jetzt irgendwie den Fußball der Frauen auch noch zu regeln. Also Ja. ja, mal sehen. Aber das ist interessanterweise, also zumindest in dem, was ich gelesen habe, gar nirgendwo angeklungen, ne? Wobei ich finde, das ist ja eigentlich, also man weiß es natürlich, Stand jetzt nicht, aber es ist nicht weniger eine Möglichkeit als irgendwie Ausland oder Spielerberaterin, habe ich irgendwo noch gelesen. Spielerberater, Entschuldigung. Auch Spielerinnenberater, so rum. Irgendwo, wo war jetzt was? Spielerinnenberater, so rum. Wir verorten ihn jetzt einfach mal bei diesem neuen Konstrukt, was die Vereine da vorantreiben. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber man kann es ja einfach mal genauso in den Raum stellen wie die anderen habt Themen. ihr es zuerst gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört. Prost. Ja, wir gehen mal weiter, bleiben aber noch kurz beim Spitzenspiel zwischen Bayern und Wolfsburg. Das lief ja unter anderem im ZDF und lief im Stream und hat trotz krassem Konkurrenzprogramm von den Olympischen Winterspielen eine neue Rekordmarke bei den Zuschauenden eingefahren. Völlig unklar, wie das passiert ist. 2,39 Millionen. Oder? Also wie kann das sein, dass an so Du einem... laberst mir heute ständig rein, wenn Ja, ich meine Sätze Entschuldigung. noch nicht beendet habe, Mann. Steht doch Ich da. mache das jetzt einmal zu Ende. 2,3 Millionen sahen das Spiel. Es ist ein neuer Rekord. Es war ein Marktanteil von 15,4% und natürlich gab es auch noch Zuschauende bei Magenta und The Zone. Das heißt, die Gesamtzahl liegt insgesamt wahrscheinlich sogar noch um einige Tausende höher. So, jetzt, wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil ja die Ausgangssituation gerade eigentlich auch nicht so mega spannend war an der Tabelle. Nein, null. Es gab dann zwischendurch einen überraschenden Spielverlauf. Also vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen. Ich habe keine Ahnung, wie sowas dann gemessen wird im Detail. Ob man das irgendwie erkennen kann, so, oh, alle haben damit gerechnet, so das, was am Ende passiert ist, Bayern gewinnt es relativ deutlich, Hupsa Wolfsburg führt, vielleicht gucke ich doch mal rein oder so. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht wahrgenommen, dass irgendwie super viel Werbung dafür gemacht wurde, dass es diese Übertragung gibt oder so. Also ja, I don't know. Aber vielleicht ist es dann tatsächlich ja auch einfach mal das positive und irgendwie natürliche Wachstum, was man sich so wünscht. Ja, aber du hast doch hier vorhin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, vorgelesen. Im Saisonreport stand drin, dass das Spitzenspiel Wolfsburg gegen die Bayern letzte Saison 1,87 Millionen Zuschauer im Free TV angelockt hat. Und also das ist jetzt einfach mehr als 1 Million mehr für ein Spiel, wo man ja eigentlich, ich meine gut, vielleicht haben die Bayern-Fans gedacht, sie können dann 2,39, nicht 9,3, aber trotzdem, okay, dann sind es halt irgendwie ein paar 100.000 mehr. Aber ich finde es schon erstaunlich, also weil es jetzt nicht ein Spiel ist, wo man vorher so dachte, heute geht's um die Wurst. Ja, können wir jetzt hier nicht auflösen, ist aber auf jeden Fall interessant.
Kommen wir denn dahin, wenn wir hier Dinge nicht mehr auflösen können? Ich mache mal weiter mit dem Europacup und bin gespannt, wann jetzt dann irgendwann Maras Ich grätsche noch mal kurz rein Moment kommt. Eintracht Frankfurt steht nach 2 Siegen gegen den FC Nordsjælland im Halbfinale des Europacups. Und ja, das ist erstmal an sich schon irgendwie ein ziemlich cooler Erfolg und sie sind damit jetzt in einer sehr guten Ausgangslage. Am 24. oder 25. März wird gespielt gegen BK Häcken und das Rückspiel gegen die schwedischen Meisterinnen ist dann am 1. oder 2. April. Das andere Halbfinale, um das auch mal zu erwähnen, spielen Sparta Prag und Hammarby IF. Das heißt, Schweden ist gleich zweimal vertreten. Und das Finale, das haben wir hier ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen. Da gibt's keinen Finalspielort. Das wird auch mit Hin- und Rückspiel ausgetragen bei den jeweiligen Vereinen, wo sich jetzt auch schon mehrere Spielerinnen so im Verlaufe der Saison kritisch zu geäußert haben, dass das ja ziemlicher Quark ist. Und die Gewinnerinnen aus dem Halbfinale zwischen Prag und Hammarby haben zuerst Heimrecht. Das heißt, sollte die SGE weiterkommen, ja, hätten sie da eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Das wäre dann so, dass die Hinspiele vom Finale, wer sich das schon mal eintragen möchte, am 25. oder 26. April wären und die Rückspiele des Finales am 2. oder 3. Mai. Und ja, das wäre dann eben im Fall der Fälle in Frankfurt. Ein Finale mit Hin- und Rückspiel. Es ist so komplett beknackt. Es ist ein Finale und nicht ein Double Trouble, irgendwas. Das ist irgendwie so Fußball der Frauen in den 80er Jahren, so irgendwie so ungefähr. Lass es uns auspressen und noch ein Spiel fürs Fernsehen aufbereiten. Welches Fernsehen? Es gibt ja gar kein Fernsehen. Es wäre ja noch schön, wenn es Fernsehen gäbe. Es gibt kein Fernsehen. Also das ist auch was, wo ich wirklich drauf gespannt bin. Es hat, glaube ich, rein einfach was damit zu tun, irgendwie, dass man, also um Kosten zu sparen, um halt, also aus so EFA-Sicht, dass man halt eben nicht sagt, es gibt jetzt hier den einen Austragungsort und das Stadion und so und dass man das irgendwie schön hermachen muss, sondern das ist halt alles den Vereinen überlassen. Und ich bin wirklich gespannt. Es gibt keine, wie gesagt, TV-UbertragungspartnerInnen, ob jetzt dann wenigstens für diese Halbfinalspiele, bisher war das bei Frankfurt ja so, man konnte die Spiele da bei denen im Vereins-TV gucken, was dann auch was kostet, ob jetzt wenigstens ein Lokalsender oder so ein drittes Programm irgendwie mal so sagt, so, hallo, cool, das zeigen wir jetzt mal. Also, weil wenn nicht, fände ich es schon extrem absurd. Die sind in so einer Ausgangslage, vielleicht irgendwie mal wieder einen internationalen Titel zu gewinnen. Also was heißt mal wieder? Für die Eintracht wäre es der erste, aber du weißt, was ich meine. Also ja, Rant over. Schön hermachen klingt, als würde auf jeden Sitz eine Blume gelegt vom Spiel. Ja, nein, aber das ist natürlich dann ja noch absurder. Aber wahrscheinlich hast du genau recht, dass es der Faktor mit den Kosten ist. Was auch sonst natürlich, wir sind ja beim Fußball der Frauen. Ja, vielleicht möchte ja dann, wäre die Frage, wie wird das denn dann geklärt? Also könnte jetzt der HR sagen, wir möchten gerne diese Spiele übertragen? Ich denke schon, also soweit ich das verstanden habe, als ich mich vor der Saison damit auseinandergesetzt habe, liegen die Vermarktungsrechte bei den einzelnen Vereinen und wenn sich jetzt die Eintracht dann für ihre Heimspiele einigen würde mit irgendeinem Sender oder so, kurzfristig genug, dann könnte das umgesetzt werden. Wir Muss sind halt nur gespannt. jemand machen. Wir gehen vom Europacup weiter in die Champions League. Da ist es so, dass der VfL Wolfsburg gegen Juventus Turin 2-0 gewonnen hat. Das Hinspiel ging ja 2-2 aus. Die Tore machten Vivien Endemann und kurz vor Schluss in der Nachspielzeit schon noch Cora Zikai. Damit sind die Wolfsburgerinnen im Viertelfinale der Champions League gelandet und treffen da auf OL Lyon. Das Hinspiel ist am 24.03. zu Hause und das Rückspiel auswärts am 1. April.
Und Bayern München hatte sich ja direkt qualifiziert und hat jetzt im Grunde genommen darauf gewartet, aus den Playoffs, wer sich durchsetzt als nächste Gegnerin. Das ist Manchester United geworden, die ja gerade auch einen ziemlich guten Run haben. Bayern spielt zuerst auswärts in Manchester im Old Trafford und dann im Rückspiel in der großen Arena in München. Genau, und dann gibt es noch eine Meldung aus dem Fußball der Frauen, nämlich, dass Eileen Pöse nach der Saison als Cheftrainerin der Unionerinnen in der ersten Bundesliga aufhört und stattdessen Cheftrainerin der Juniorinnen im Nachwuchsleistungszentrum wird. In der Pressemeldung vom FC Union Berlin wird sie damit zitiert, dass das ein Schritt ist, den sie sehr, sehr bewusst gegangen ist. Also sich da zu konzentrieren auf den Nachwuchs. Es gibt allerdings bisher noch keine Info darüber, wer dann ihre Nachfolge antreten wird. Jess Fishlock, die ja als Nationalspielerin von Wales bekanntlich aufgehört hat, aber für Seattle Reign noch in der NWSL spielt, ist Teil des walisischen Coaching-Staffs als technische Assistentin. Sie kann wegen der Saisonvorbereitung mit Seattle nicht bei den beiden Märzländerspielen dabei sein, soll aber eben langsam an die Aufgabe rangeführt werden, damit sie für ihre Zukunft dann entscheiden kann, ob sie beispielsweise Trainerin werden möchte. Sie war ja in Australien vor einigen Jahren schon mal gezwungenermaßen spielende Trainerin. Genau, und sie ist jetzt bei einem der Märzländerspiele dabei, aber eben nicht bei beiden. Und ja, ich finde das irgendwie erstmal so einen ganz coolen Schritt. Also Rian Wilkinson, die Cheftrainerin der Waliserin, hat auch sehr betont, wie wichtig ihr das war, sie eben dafür zu gewinnen, so, weil sie eben nach wie vor auch einfach einen großen Einfluss natürlich auf das Team hat mit ihrer ganzen Erfahrung, die sie da weitergeben kann und so. So mal sehr gespannt, wie die Karriere so weitergeht. Ja, dann gab es aus England in den letzten Wochen immer mal so Nachrichten zum FA Cup der Frauen, dass der irgendwie umgebaut werden soll oder auch doch nicht. Und jetzt ist es wohl so, dass diese geplanten Schritte nach deutlicher Kritik von verschiedenen Seiten, also wirklich Vereine, Fans und auch Spielerinnen, haben da Kritik Richtung FA geäußert. Und deswegen soll das, was ursprünglich geplant war, jetzt erstmal nicht umgesetzt werden. Aber der Guardian schreibt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Änderungen trotzdem mit einiger Verspätung kommen, was auch irgendwie ein bisschen absurd ist, weil letztendlich bedeutet das jetzt, dass die FA im Grunde genommen sagt, ja, wir hören euch jetzt erstmal alle an und was ihr daran nicht gut findet und dann machen wir es am Ende aber wahrscheinlich irgendwie trotzdem. Also so ist es jetzt bei mir rübergekommen. Es geht darum, dass die ersten 4 Teams in der WSL gesetzt sein sollen, so dass sie dann innerhalb des FA Cups erst im Halbfinale aufeinandertreffen können und dass nach den letzten 32 oder 16. Finale es eben keine Auslosung mehr geben soll, sondern einen festgelegten Turnierbaum, also dass irgendwie klar ist, Siegerin aus der Partie spielt gegen die Siegerin aus der Partie. Und außerdem auch Änderungen an den Einstiegsstufen von den Teams aus unteren Ligen. Und das zusammengenommen hat eben ja für sehr große Diskussionen gesorgt, weil ja eigentlich alle sich einig waren, dass es dann einfach nicht mehr der FA Cup ist, sondern irgendwie was anderes. Und ja, deswegen, das hat man hier in Deutschland, glaube ich, nicht so mitbekommen, aber in England hat es schon ziemlich hohe Wellen geschlagen, jetzt so über die letzten Wochen und Monate. Und ja, also ist jetzt eben erstmal ausgesetzt, dass es passiert, aber ja, der Guardian, die Leute da, die sind ja oft sehr gut informiert, gehen eigentlich davon aus, dass die FA es trotzdem durchdrücken möchte, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Schon irgendwie alles auch sehr weird. Alleine ein Pokal ohne Auslosung, hallo? Ab einer gewissen Runde, ja.
Ich mache mal weiter mit einem anderen Pokal, Frankreich. Da gibt es ja also seit dieser Saison einen neuen Ligapokal, der heißt Coupe de la LFFP. Und da nehmen alle 24 Teams der ersten und zweiten Liga Frankreichs dran teil. Die Vereine aus der ersten Liga, die international spielen, erst ab dem Viertelfinale. Und das Finale soll jetzt eben in diesem Jahr am 14. März stattfinden. Sportlich haben das erreicht OL Lyon und PSG, also das, womit man irgendwie ja meistens sowieso schon rechnen kann. Das, was jetzt aber gerade so viel diskutiert wird, ist, dass dieses Finale nicht irgendwo in Frankreich gespielt wird, sondern in der Elfenbeinküste in Abidjan. Begründet wird es damit, dass man für mehr Sichtbarkeit sorgen möchte des französischen Fußballs. Aber natürlich wehren sich Fans vehement dagegen, die das nicht in Ordnung finden, weil man kann halt nicht einfach mal eben so an die Elfenbeinküste reisen. Was ich dann aber auf der Positivseite wiederum ganz interessant fand, war, warum dieser Pokal eigentlich geschaffen wurde. Der Hintergedanke da ist nämlich so, dass die Vereine aus den ersten beiden Ligen, die eben nicht diese internationalen Top-Clubs sind, mehr Spiele haben sollen gegen ungefähr gleichwertige Konkurrenz. Weil man hatte ursprünglich darüber nachgedacht, die beiden Ligen in Frankreich auch von 12 auf 14 zu vergrößern und hat dann festgestellt, das Leistungsgefälle ist eigentlich zu groß und wahrscheinlich würde das irgendwie aus sportlicher Sicht nicht so gut funktionieren, aber trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass, was ja häufig auch von der FIFPro angemerkt wird, dass halt die Spielerinnen, die so aus dieser Nationalspielerinnen-Schiene rausfallen, dass die halt oft trotzdem eigentlich zu wenig Spiele haben, während die anderen zu viele haben. Und um jetzt irgendwie einen Weg zu finden, das auszubalancieren, hat man dann diesen Ligapokal geschaffen, wo dann in den unteren Runden diese Vereine eben gegeneinander antreten können und auch einfach mal gegen andere Gegnerinnen spielen können, die aber dann trotzdem regional aus dem eigenen Land sind. Also das finde ich ist halt schon eine gute Idee, aber das mit dem Finale, nicht so cool. Ja, nicht, nee. In Australien wird vom 1. bis zum 21. März der AFC Women's Asian Cup 2026 gespielt, und zwar in Sydney, Perth und an der Gold Coast. Titelverteidigerinnen und Rekordsiegerinnen mit 9 Titeln ist China. Das ist das letzte Mal, dass über den Cup auch die WM-Teilnahme für die Region ausgespielt wird. Wir erinnern uns, Australien ist ja seit 2006 Teil der asiatischen statt der ozeanischen Konföderation. Die 4 Halbfinalistinnen des Cups dürfen direkt zur WM. Die 4 Verlierenden aus den Viertelfinals gehen in zusätzliche Playoffs für 2 weitere direkte Plätze, und die Verliererinnen haben dann nochmal die Möglichkeit über Playoffs. Erstmals wird über den Asia Cup ausgespielt, wer an der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 teilnehmen darf. Das ist also eine Neuerung. Wer ins Viertelfinale des Cups kommt, nimmt an der Quali teil, und es gibt 2 Plätze. Yes. Dann haben wir ihn in der Causa Jerome Boateng kritisiert, also wollen wir ihn dann jetzt an der Stelle loben. Vincent Kompany, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, hat auf einer Pressekonferenz eine Rede über und gegen Rassismus gehalten, die ohne Übertreibung um die Welt gegangen ist und sehr, sehr eindrücklich ist. Der Anlass dazu, dass es dazu gekommen ist, war der Rassismus, der wiederholte gegen Vinicius Junior, in dem Fall jetzt durch Gianluca Prestiani, der sich dann noch laut Medienberichten versucht hat, damit herauszureden, es war doch gar keine rassistische Äußerung, sondern eine homofeindliche, was ich persönlich dann auch nochmal unter aller Kanone fand. Und es ging dann im Nachhinein aber auch viel um die Aussagen von José Mourinho, die sowieso unter aller Kanone waren. Wir haben die Rede von Vincent Kompany hier für euch nochmal im Video verlinkt und außerdem auch einen Kommentar zu der ganzen Angelegenheit mit Mourinho im Guardian und auch noch einen kurzen Bericht dazu, weil sich aus dem Fußball der Frauen zum Beispiel auch Manchester United
amerikanische Torhüterin Fallon Tallis-Joyce dazu geäußert hat und eben gesagt hat, unter anderem, ich bin die Tochter einer schwarzen Frau und habe dadurch dann eben auch sehr viel über meine Mutter mitbekommen an strukturellem und gegen sie persönlich gerichtetem Rassismus und hat eben auch sehr, sehr deutlich gesagt, dass es jetzt nicht an irgendwelchen Spielern oder Spielerinnen liegt, Vorschläge zu machen, wie man die Situation löst, sondern dass die Verantwortung ganz klar bei den Vereinen und Ligaverantwortlichen liegt. Und wer im Übrigen auch eine Verantwortung hat, sind ganz deutlich die Medien, weil so sehr wie jetzt auf der einen Seite Kompanie zu Recht gefeiert wird für seine Aussagen, oder gefeiert ist eigentlich auch ein blödes Wort, gelobt, und so wie eben diese Rede jetzt tatsächlich über die Medien sehr stark aufgegriffen wird, ist es aber dennoch so gewesen, dass bei der Übertragung des Spiels an unterschiedlichen Stellen dann wieder die Rede davon war, ja, wir wissen nicht genau, was da gerade irgendwie so passiert, aber was wir schon mal festhalten können, ist, dass Junior das durch seine provokanten Gesten und sein Verhalten auch irgendwie vielleicht am Ende mit ausgelöst hat. Und also das ist wirklich eine Sichtweise, mit der man mal absolut aufräumen muss, weil wenn sich jemand benimmt wie ein Arschloch, dann kann man darauf so reagieren, wie man halt darauf reagiert, dass sich jemand benimmt wie ein Arschloch, aber auf gar keinen Fall mit Rassismus. Also schlechtes Verhalten ist keine Begründung dafür, dass es anschließend Rassismus hagelt, ohne jetzt zu sagen, dass er das an der Stelle gemacht hat, aber diese Verknüpfung überhaupt jedes Mal wieder aufzumachen, ist ein komplettes Unding. Unter anderem ist das auf The Zone wirklich auf eine absolut schreckliche Art und Weise passiert. Und apropos schrecklicher Art und Weise, da sind wir direkt bei Lukas Kwasniok. Während des Spiels in der Männerbundesliga zwischen Köln und Hoffenheim ist ein 90-jähriger Fan gestürzt. Das Publikum hat daraufhin den Support eingestellt, wie man das ja auch kennt, aus Respekt. Und damit das medizinische Personal seinen Job machen kann. Es war auch eine ganze Zeit lang überhaupt nicht klar, auch noch nach dem Spiel, ob der Mann überlebt hat tatsächlich. Kölns Trainer Lukas Kwasniok, wir kennen ihn ja alle für seine empathische und sympathische Art und Weise, hatte danach nichts Besseres zu tun, als sich über den fehlenden Support zu beschweren. Wie ernst aber die Situation rund um den Fan war zu dem Zeitpunkt also absolut schon bekannt. Er hat das zuerst im Interview direkt nach dem Spiel gemacht, aber dann auch nochmal in der Pressekonferenz. Und als wäre das alles nicht wirklich schlimm genug, hat er dann auch noch zwischen sich und Kompanie eine Verbindung hergestellt und gesagt, wir hatten die letzten Tage eine Grundsatzrede von Vincent Kompanie zum Thema Rassismus und jetzt könnte ich auch eine Grundsatzrede halten zum Thema der eingestellten Fanunterstützung. Gegenvorschlag, er könnte vielleicht auch einfach den Schnabel halten und sich womöglich auch entschuldigen für das, was er da vom Stapel gelassen hat, weil es nämlich wirklich einfach unterirdisch ist. Der Fan ist inzwischen, das war an dem Tag selbst nicht klar, im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben. Also das sollte halt an der Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, während sich Lukas Kwasniok über mangelnde Fanunterstützung aufregt. Und deswegen an der Stelle von uns auch noch ein herzliches Beileid an die Hinterbliebenen. Ja, mit Nachdruck. Und wirklich also bedauern darüber, dass sie sich auch noch so einen Bullshit anhören müssen. Ja. Kommen wir mal zur möglichen Regionalligareform im Fußball der Männer. Da geht es ja darum, dass der Aufstieg in die 3. Liga gerecht geregelt werden soll. Eben das Motto, Meister müssen aufsteigen. Und ja, da ging es jetzt sehr viel hin und her. Es wurde das sogenannte Kompass-Modell erarbeitet. Kompass deswegen, weil es um die 4 Himmelsrichtungen geht, also 4 Regionalligen anstatt 5, die dann danach ausgerichtet sind.
Und Vereine im Grauzonenbereich von diesen geografischen Gebieten, die sollen dann je nach Entfernung von einer KI eingeteilt werden, sodass die Reisewege immer für alle möglichst kurz sind, wobei Derbys immer erhalten bleiben sollen. Ja, alle 4 Meister würden dann eben in die 3. Liga direkt aufsteigen und unabhängig vom Landesverband soll es dann auch gleiche Zulassungsvoraussetzungen für alle Vereine geben. Die sind nämlich im Moment auch noch unterschiedlich, aber dass man da dann eben eine Vergleichbarkeit geschaffen hat. Und klar, ne, wenn ein Verein vielleicht mal in der Staffel ist und dann mal in der Staffel, dann muss das auch so sein. Ja, das wurde jetzt von der DFB-Arbeitsgruppe über mehrere Monate erarbeitet. Die darf allerdings selbst keine Beschlüsse fassen und nur Empfehlungen aussprechen. Und es ist wohl so, laut der Sportschau, dass die beiden Regionalverbände aus dem Westen und Südwesten versuchen, das zu blockieren, weil für sie persönlich in dem neuen Modell ja Vorteile wegfallen würden, eben bei dieser Aufstiegsregelung. Deswegen ja, es gibt irgendwie die nächste Sitzung von dieser DFB-Arbeitsgruppe Ende März, wo man ja davon ausgeht, dass es dann eigentlich zur Aussprache dieser Empfehlung kommen soll. Es ist wohl auch so, dass der DFB in Person von Bernd Neuendorf irgendwie pro dieser Veränderung wäre. Aber ja, es ist jetzt eben die Frage, was machen dann die Regional- und Landesverbände da? Wie stehen die dazu? Und kann man da eine Mehrheit finden? Kommen wir zu den Leseempfehlungen, die in diesem Fall auch Annika zusammengetragen hat, aber ich werde sie mal kurz vorstellen, damit sie sich den Mund nicht fusselig redet, bevor sie nämlich gleich noch unsere Lieblingskategorie vorstellen darf. Die Ausstellung Black in the Game in Manchester über Erfolge und Ausschlüsse schwarzer Personen im Fußball wird im Guardian besprochen, zielt darauf ab, sportliche Erfolge und auch den kulturellen Einfluss wichtiger Persönlichkeiten aus dem Fußballbereich aus afrikanischen und karibischen Gemeinschaften zu zeigen. Und darunter sind SpielerInnen, Verwaltungsangestellte, aber auch FunktionärInnen und andere nicht spielende MitarbeiterInnen. Wir verlinken euch den Text aus dem Guardian. Und auch aus dem Guardian, Annika hat vorhin ja richtigerweise schon gesagt, dass die immer sehr gut informiert sind und sie haben tatsächlich auch sehr viele, sehr coole Texte aus und über den Fußball, unter anderem diesen von Sam Lewis, They Them im Guardian über das nordkoreanische Nationalteam der Frauen. Wir haben hier in der Vergangenheit schon häufiger mal erzählt, wie die bei Jugendwettbewerben abräumen regelmäßig, aber darüber hinaus nehmen sie eben oder haben sie beim Asia Cup erstmals wieder bei einem großen Turnier mitgemacht. Es gab nach der WM 2011 eine lange Dopingsperre und darüber hinaus auch eine lange Abwesenheit. Die FIFA hat aber das Top 10 Weltranglisten-Ranking unangetastet gelassen und um dieses Team geht es in dem Artikel, den wir euch da verlinken. Genau, weil das ja auch so eine Frage ist, die immer wieder kommt, dass Leute sagen, warum ist denn Nordkorea in der Weltrangliste eigentlich so weit oben und komisch, warum sind die denn im Jugendfußball eigentlich so erfolgreich? Das sind Sachen, die man von außen oft gar nicht so gut aufklären kann, aber der Artikel, der macht nochmal sehr kompakt auf, was es da alles an Problematiken gibt, auch wenn es dann da so um die Staatsführung geht und wie sich das dann da ja einfach auf Sportlerinnen und Sportler auswirkt, dass sie das Land nicht verlassen können und woanders spielen zum Beispiel. Aber ja, wir kommen damit mal zum... Und hier für euch der Kackspecht der Woche. Es gab sehr, sehr viele Kandidaten, wie ihr ja auch also im Sendungsverlauf euch wahrscheinlich schon gedacht habt, bei dem, was wir hier so thematisiert haben. Letztendlich landet der Kackspecht aber dieses Mal in Frankreich. Und zwar geht es darum, dass der jetzt inzwischen Ex-Trainer von AS Saint-Étienne, von dem Frauenteam da, der heißt Sébastien Joseph,
ja eine ziemlich krasse Beleidigung geäußert hat gegenüber der Schiedsrichterin Cécile Bessières nach dem Derby gegen Lyon. Er hat sie so heftig beleidigt, dass er suspendiert und gekündigt wurde und hat aber nicht so wirklich so ein richtiges Einsehen gehabt danach, sondern hat dann ein Instagram-Posting mit so einem Statement auf so einer Kachel gemacht, wie man das heutzutage ja kennt, und da unter anderem geschrieben: Einen Menschen auf einen Moment emotionaler Überforderung zu reduzieren, bedeutet, mein beständiges Engagement und meine Werte zu ignorieren. Was schon mal a mouthful ist, wie man so auf Englisch sagen würde. Vor allen Dingen, wenn ihr gleich hört, also weil wir würden es an dieser Stelle tatsächlich ausnahmsweise mal zitieren, was er gesagt hat. Und dann im Nachhinein über die eigenen Werte zu sprechen, ist wirklich rich. Ja, es gibt den Bericht der Schiedsrichterin und den Bericht eines Spielbeauftragten. Und der Spielbeauftragte ist eben der dieses Zitat gehört hat als Zeuge. Zitiert wird es in der L'Équipe, die wir euch hier verlinken. Und es lautet: Sie hat uns gefickt, diese dreckige Schlampe. Sie ficken uns jedes Wochenende. Ich wundere mich, also ich wüsste gerne mal, welche Werte so einer Aussage Emotionalität hin oder her zugrunde liegen. Mhm. Ja, wie gesagt, verbrieft einerseits durch den Bericht der Schiedsrichterin und dann gibt es aber eben auch einen Spielbeauftragten, Philippe Vital heißt der Zeuge davon geworden ist. Die haben halt normalerweise die Aufgabe eigentlich so zu gucken, ob das Spiel so durchgeführt wird, wie es soll, aber wenn ihnen andere Sachen auffallen, dann kommt es halt auch mit in den Bericht. Das sind häufig Leute vom Verband. Und so, das ist jetzt so das eine. Und dann fand ich aber in einem dieser Artikel von der L'Équipe auch wirklich nochmal dann so krass als Hintergrundinformation, dass es schon ein paar Tage vorher gegen dieselbe Schiedsrichterin bei einer anderen Partie von Saint-Étienne ebenfalls eine Beleidigung gab, die zwar nicht so vulgär war, aber die kam vom Präsidenten von Saint-Étienne, der heißt Jean-Marc Barzotti, der sie als Versagerin beschimpft haben soll. Und es war wieder derselbe Spielbeauftragte, der auch das dann in seinen Bericht aufgenommen hat, um das eben zu bezeugen. Das heißt, man hat eben eigentlich ein ziemlich gutes Bild davon, dass es diese Kultur ja, also wir beziehen es jetzt erstmal nur auf den Verein, innerhalb dieses Vereins gibt, vorgelebt durch den Präsidenten, wo sich dann der Trainer von den Frauen denkt, so, ah ja, da kann ich jetzt aber mal noch irgendwie hier 10 Schippen draufhauen, so zugespitzt formuliert. Das Insta-Statement des Trainers, was geht noch wunderbar fantastisch weiter. In der Hitze eines Spielkorridors nach einer schweren Niederlage liegen die Nerven blank. Das ist keine Entschuldigung. Das ist menschlich. Ich übernehme die Verantwortung für die Emotionen, die in einem Kontext starken Wettbewerbsdrucks aufgekommen sind. Ich verstehe und schätze die Emotionen, die meine Äußerungen ausgelöst haben. Der Respekt vor den Schiedsrichtern, dem Fußball und seinen Werten bleibt unverhandelbar. Genau aus diesem Grund habe ich mich unverzüglich entschuldigt. Also ich glaube, man muss da eigentlich gar nicht mehr so viel krass dazu sagen. Es ist halt einfach unter aller Kanone. Er ist vollkommen zu Recht suspendiert worden und dann eben zu einem Kündigungsgespräch eingeladen worden. Ich habe es hier aber eben nochmal aufgeführt. Also, weil es einerseits ein krasser Einzelfall ist, aber es geht eben ja nicht nur um den Einzelfall, sondern es geht eben speziell um Sexismus und Misogynie gegen Schiedsrichterinnen und Anfeindungen gegen Schiedsrichterinnen. Und wenn das dann halt so das ist, was an der Spitze des Eisbergs dann eben mal so rauskommt, an die Öffentlichkeit kommt, dann kann man sich, glaube ich, ungefähr eine Vorstellung davon machen, was da manchmal so passiert, was halt eben nicht öffentlich wird, weil vielleicht das nicht bemerkt wird, wenn das irgendwie Rufe sind, die ja von den Rängen kommen oder vielleicht auch so mal so von so einer Bank. Und einfach sehr, sehr krass. Und ich finde halt auch, man sieht, wohin dieses ganze, und ich sag's bewusst, Gelaber über, das ist aber eine emotionale Situation führt, ja. Also auch in einer emotionalen, dass Menschen
dass Fußball ein emotionaler Sport ist und dass Menschen in emotionalen Situationen auch mal über die Stränge schlagen. Das ist wirklich das eine. Aber sowas ist halt also das komplett andere. Das kann einfach nicht sein. Und man muss da viel früher ein Stoppschild einfach einrammen, finde ich. Also so, so weit kann es nun wirklich nicht kommen, dass du bei der Ausübung deines Jobs slash Ehrenamts slash irgendwie Hobbys dir sowas also sagen lassen musst, weil sich irgendjemand nicht im Griff hat. Das geht einfach gar nicht. Mit dieser wunderschönen Episode aus dem Fußball der Frauen verabschieden wir uns für diese Woche. Danke erstmal an Annika, dass sie das ausgebuddelt hat. Es ist wirklich wichtig, auf sowas hinzuweisen. Und wie mehrfach angekündigt, worauf wir uns sehr freuen, hört ihr uns nächste Woche mit 2 famosen GästInnen zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Ein Gespräch aus unserem Quartett heraus, auf das wir uns schon sehr freuen. Ja, ich glaube, damit bleibt uns dann nur noch diese Sendung zuzumachen. Wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns vielleicht sogar schon alle 99 Folgen lang begleitet. Dann schreibt uns das, schreibt uns E-Mails. Ich bin seit Folge 1 dabei, wir wollen es hören. Kommentiert. Ja, genau. Meldet euch, zeigt euch. Wir freuen uns über sowas immer riesig. Und ja, ich meine, den Rest, ihr kennt das ja, ne? Bewertungen helfen uns, Rezensionen helfen uns, Spenden auf unser Konto helfen uns auch sehr. Und auch Mundpropaganda, wenn ihr uns weiterempfehlt. Also ja, da freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Ihr könnt uns auch gerne erzählen, was vielleicht so eure Geschichte mit unserem Podcast ist. Sowas finde ich auch immer ganz schön. Wo hört ihr uns? Wann hört ihr uns? Mit wem hört ihr uns? Ja, habt ihr irgendwie Lieblingsmomente gehabt oder so? Und ja, damit erstmal euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich haue hier auf mein Mikrofon. Und ja, macht's gut. Ciao.